Prämenstruelles Syndrom. Als ich diese Nicht-Diagnose erhielt, hat es sich genauso sinnlos angefühlt wie die Diagnose Reizdarmsyndrom oder Fibromyalgie. Wenn ich nach der Ursache gefragt hatte, kamen Antworten wie: Das haben viele Frauen, sie können die Pille nehmen, das hilft, oder Antidepressiva, das kann auch helfen. Ach so, ja dann, danke, für gar nichts. Natürlich hatte ich deswegen die Pille genommen und davon Herzrasen, noch geschwollenere Brüste, Wassereinlagerung und Schwindel bekommen. Was ist PMS oder was sind die Symptome davon? Das prämenstruelle Symptom oder kurz PMS ist ein Sammelbegriff für eine große Anzahl ganz verschiedener Beschwerden. Allen gemeinsam ist, dass sie 2 Wochen bis ein paar Tage vor der Menstruation beginnen und mit dem Einsetzen der Blutung aufhören. Körperliche PMS-Symptome sind Brustspannen, Ziehen im Unterleib und Pickel. Psychisch-emotional drücken sich die Tage vor den Tagen durch depressive Verstimmung und Reizbarkeit, gesteigerte Ängstlichkeit und Abgeschlagenheit aus. Bei mir war das so, dass ich mich selbst nicht mehr wiedererkennen konnte in den Tagen. Ich war so emotional, ich war oft so wütend, ich hatte so eine riesen Wut in mir. Das war für mich nicht schön, das war für meine Kinder nicht schön und für meinen Mann auch überhaupt nicht schön. Und man fühlt sich einfach an, als würde man irgendwie einfach wie in einem anderen Körper stecken. Man kommt da nicht raus. Es hilft einfach nichts. Nicht mal heulen hilft. Nichts hilft. Es ist einfach nur schrecklich. Man hat das Gefühl, man wird verrückt. Wenn man sich vorstellt, rund 8 von 10 Frauen leiden unter prämenstruellen Beschwerden. Das heißt Beschwerden vor der Menstruation. Jede 10. Frau fühlt sich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Bei ca. 3 von 100 Frauen sind die Symptome so stark, dass sie sich in ärztlicher Behandlung begeben müssen. Bei Depression, Durchfall, Aufgedunsenheit, Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Migräne und Stimmungsschwankungen wird oft das prämenstruelle Symptom verantwortlich gemacht. Doch diese Schuldzuweisung ist laut Anthony William und meiner eigenen Erfahrung nicht ganz korrekt. All diese Symptome haben mit einem tiefer liegenden Gesundheitsproblem zu tun, wie auch das empfindliche Zentralnervensystem, Reizdarmsyndrom, Nahrungsmittelallergien oder einer Schwermetallvergiftung. Diese Gesundheitsprobleme machen sich deshalb zu diesem Zeitpunkt des Zyklus bemerkbar, weil die Menstruation über 80% der Körperreserven in Anspruch nimmt. Die restlichen 20% können dann nicht den Gesundheitszustand aufrechterhalten, den das Immunsystem normalerweise gewährleistet. Also sollten wir die Beschwerden in dieser Zyklusphase als Warnzeichen des Körpers sehen und diese Symptome zum Anlass nehmen, den Ursachen der Beschwerden auf den Grund zu gehen und sie nicht mit irgendwelchen Pillen und Antidepressiva zu unterdrücken. Also, was könnte der Körper durch das prämenstruelle Syndrom uns mitteilen wollen? Er könnte auf Folgendes hinweisen: Nebennierenschwäche, Nahrungsmittelallergie, Viruslast, Leberstörung. Egal, ob nun eine Nebennierenschwäche, eine Leberstörung, eine Viruslast oder eine Nahrungsmittelallergie. Wir können unserem Körper und seinem Immunsystem helfen. Anthony William zählt in seinem Buch Mediale Medizin folgende Nahrungsmittel auf, die das Immunsystem stärken und das Fortpflanzungssystem unterstützen. Es sind wilde Blaubeeren, Sesam, Tahini, Avocado, schwarze Bohnen, Spargeln, Äpfel, Spinat, dunkle Weintrauben, Gurken. Ja, sie erhalten vor allem reichlich Antioxidantien, beugen Hitzewallungen vor und liefern den wichtigsten Organen reichlich Nährstoffe. Sie sind entzündungshemmend und gleichen den Hormonspiegel aus. Mein absoluter Gamechanger war und ist der täglich getrunkene, frisch gepresste halbe Liter Selleriesaft. Frühmorgens auf nüchternen Magen. Damit habe ich meine PMS überwunden. Heute bin ich überrascht, wenn meine Periode einsetzt. Früher kündigte sie sich bereits mehrere Tage vorher mit Beschwerden an. Ich blutete sehr stark, 7 Tage lang. Heute, nach 2 Jahren Ernährung nach Anthony William, blute ich noch 5 Tage und nur noch am 2. Tag etwas stärker. Nach einem Jahr, nach der Ernährungsumstellung nach Anthony William, hatte ich noch am 1. Tag Kopfschmerzen und am 2. Tag noch leichte Unterleibsschmerzen.
Vorher waren es mehrere Tage bis hin zur Migräne und 3 Tage Bauchkrämpfe, die nur mit Schmerzmitteln erträglich waren. Ja, und heute nach 2 Jahren nach Anthony William habe ich keine Kopfschmerzen, keine Unterleibskrämpfe und keine starken Blutungen mehr. Auch ist die Blutung hellrot und flüssig geworden. Vorher war sie oft dunkel und hatte große Klumpen drin. Wie in dem Buch Selleriesaft von Anthony William beschrieben, gibt es in Selleriesaft unentdeckte Pflanzenhormone, die helfen, die Hormone im weiblichen Körper zu stabilisieren. Selleriesaft hat auch antitumoröse Eigenschaften. Dieser Saft befeuchtet das Fortpflanzungssystem, was ein wichtiger Faktor für die allgemeine Gesundheit und Funktion der Fortpflanzungsorgane ist. Wir essen in unserer Kultur so viel Salz, dass wir im Wesentlichen das Fortpflanzungssystem hökeln und das Wasser direkt aus ihm heraussaugen. Dieser Saft wirkt Wunder für das Fortpflanzungs- und Hormonsystem, aber die Vorteile gehen noch tiefer. Bei regelmäßiger Anwendung reinigt und befreit der Selleriesaft mit der Zeit die Leber. Die Transitgeschwindigkeit und Sättigungsrate des Saftes wird von keinem anderen Nahrungsmittel oder Kraut auf der Welt übertroffen. Ebenso hilft Selleriesaft, Gifte und Giftstoffe abzubauen, die sich im Körper, vor allem aber in der Leber, angesammelt haben. Als bei meiner EBV- und Malaria-Vergangenheit nicht nur meine Leber, sondern auch meine Fortpflanzungsorgane gelitten hatten, haben mir die Bücher von Anthony William beigebracht. Ich bin ihm heute noch dankbar für diese Informationen. Früher dachte ich immer, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Heute esse ich zwar ein wenig anders als alle anderen und in meinem örtlichen Supermarkt nennt man mich die Selleriefrau. Dafür kann ich meine monatliche Periode genießen, indem sie einfach da ist und ich mir einfach mehr Ruhe gönne. Übrigens ist unsere Periode ein mega guter Spiegel dafür, wie wir im letzten Monat mit uns selbst umgegangen sind. Je stressiger der Monat war, desto wahrscheinlicher tauchen alte Symptome auf. Hier durfte ich lernen, dass Ruhe und Selbstfürsorge ein enorm wichtiger Teil meiner Heilungsreise ist. Ich wünsche dir und deinem Zyklus das Allerbeste, Schmerzfreiheit, Ruhe und Gelassenheit. Cheers, sage ich nur auf ein Glas Selleriesaft und bis zum nächsten Video. Ciao!